Wir haben den 30. März und wir verlassen die Atlantikküste und fahren Richtung Mittelmeerküste in Spanien. Und in diesem Video möchte ich euch einige Stellp- und Campingplätze vorstellen, die wir jetzt noch angefahren haben auf unserer Rückreise. Herzlich willkommen zu meiner Reportage. Wir sind noch nicht auf dem direkten Weg in die Heimat, sondern wir wollen circa Mitte April in Deutschland sein, also ein bisschen Zeit haben wir noch. Wir sind am heutigen Morgen von Isla Cristina gestartet, hatten etwa 200 Kilometer und fahren jetzt den Ort La Puebla de Casalla an. Der Ort und auch damit der Stellplatz liegen nicht weit entfernt von der Autobahn, und zwar von der A92. In dem Ort gibt es einen kostenlosen Stellplatz, der von der Kommune eingerichtet wurde. Jetzt sind wir kurz vor der Zufahrt zum Stellplatz, der ist hier auf der linken Seite. Die Zufahrt vom Stellplatz hat ein Tor. Im ersten Moment dachte ich, oh, das könnte etwas knapp werden. Nein, es war breit genug, wir können ohne Probleme durchfahren. Hatte ich glaube ich schon gesagt, der Stellplatz ist kostenlos, hat eine End- und Versorgung und hat auch Strom, und auch der ist kostenlos. Deshalb sind wir nicht hierher gefahren, sondern wir sind hierher gefahren, weil er verkehrsgünstig für uns liegt, direkt an der Strecke. Man sieht schon, er ist sehr gut besucht. Wir mussten erstmal schauen, dass wir überhaupt noch einen Platz finden hier. Wir haben uns dann hier gleich mit einem Camper, einem Schweizer Camper unterhalten. Der hat uns dann aufgeklärt, worauf wir hier achten müssen, dass zum Beispiel die gelb gekennzeichneten Felder frei bleiben sollen, damit genug Abstand zwischen den einzelnen Mobilen bleibt. Die Plätze haben eine schöne Breite, aber mehr als 8 Meter Länge geht hier nicht. Einige Camper stehen hier länger, ganz einfach deshalb, weil es hier alles kostenlos ist und auch Strom kostenlos gibt. Ich habe mit einigen gesprochen, die über Wochen hier auf diesem Platz stehen. Natürlich ein bisschen schade für die, die jetzt auf der Durchreise sind und gerne mal hier stehen würden. An der Zufahrt steht ein Schild, dort ist ganz klar drauf zu lesen, dass man hier maximal 72 Stunden stehen darf. Aber wenn das nicht kontrolliert wird, dann wird das natürlich auch nicht unbedingt eingehalten. Wir hatten eigentlich vor, uns den Ort anzusehen, aber wir haben heute 29 Grad. Es ist außergewöhnlich warm für diese Jahreszeit und somit hatten wir irgendwie keinen Bock, irgendwo da in die Stadt zu gehen und uns was anzuschauen. Soll aber alles dort auch interessant sein zum Anschauen. Nicht weit entfernt vom Stellplatz, also hinter dem Stellplatz, in Sichtweite gibt es eine kleine Bar, Kiosk. Dort kann man was trinken, einen Kaffee oder was auch immer, wenn man das möchte. Dann gibt es einen Park, dort kann man spazieren gehen, vielleicht auch mit dem Hund gehen. Der ist auch in unmittelbarer Nähe vom Stellplatz. Der Platz ist mit einem Zaun eingezäunt, hat vorne auch ein Tor, was am Abend zugeschoben wird, allerdings natürlich nicht verschlossen wird. Am Stellplatz direkt geht ja eine Straße vorbei. Da hört man am Tage den Verkehr schon, aber in der Nacht war es recht ruhig. Die End- und Versorgung ist rechts neben der Einfahrt. Sie ist großzügig, hat einen Bodeneinlass, die Möglichkeit, die Kassette auszuschütten und auch Frischwasser zu zapfen. Man kann allerdings auch noch Frischwasser an verschiedenen anderen Stellen hier auf dem Platz zapfen. Es gibt hier auch ein kleines Sanitärgebäude auf dem Platz. Dort gibt es auch Toiletten, die waren aber verschlossen. So wie mein anderer Camper erklärt hat, muss man den Schlüssel bei der Bar abholen und auch wieder zurückbringen, wenn man das nutzen möchte.
Am Abend ist der Platz gut ausgeleuchtet, aber auch voll belegt. Einige Camper mussten schon weiterfahren, weil sie hier keinen Platz mehr bekommen haben. Und jetzt sieht man hier so ein bisschen in der Entfernung kleinere Wohnmobile stehen, die stehen hier auf dem Parkstreifen. Das geht natürlich für eine Nacht auch. Der Verkehr hat jetzt nachgelassen, es sind jetzt nur noch einzelne Fahrzeuge, die hier vorbeifahren. Am nächsten Morgen ging es dann für uns weiter. Wir haben in der Nacht gut geschlafen, allerdings in den Morgenstunden hörte man den Straßenverkehr hier schon. Diesen Platz kann man gut als Etappenplatz nutzen, gerade wenn man jetzt aus Richtung Granada, Richtung Sevilla fährt und dann vielleicht weiter nach Portugal, dann kommt man ja automatisch vorbei und es ist natürlich auch nicht weit von der Autobahn. So, jetzt sehen wir hier auf der rechten Seite, da stehen noch 2 kleinere Wohnmobile, die haben die Nacht hier verbracht. Das geht dann auch, also wer mit einem kleineren Fahrzeug kommt, kann hier eventuell auch stehen. Für uns geht es jetzt Richtung Mittelmeer. Unser nächstes Ziel ist der Camping Mar Azul. Dort werden wir nochmal kurz Station machen, bevor es dann weiter Richtung Heimat geht. Das sind dann am heutigen Tag 300 Kilometer, alles Autobahn und mautfrei. Mich hat häufiger die Frage erreicht mit der Wasserknappheit in Spanien. Wir fahren jetzt hier gerade an einem Stausee vorbei und sehen, dass dort wenig Wasser drin ist. Wir haben allerdings nichts davon verspürt, dass irgendwo Wasser knapp war. Zumindest in den Regionen, wo wir waren. Wir verbrauchen am Tag ca. 50 Liter im Wohnmobil, inklusive Duschen, Toilette und Kochen und so weiter. Also das ist nicht sehr viel. Man vergleicht, in Deutschland verbraucht eine Person 128 Liter. Wir verbrauchen also mit 2 Personen 50 Liter. Wir passieren jetzt Granada und fahren dann Richtung Mittelmeer. Und etwa in der frühen Nachmittagszeit erreichen wir dann die kleine Stadt Palermo und fahren von dort aus dann weiter zum Camping Mar Azul. Wir haben den 31. März und da ist kein Problem mehr, hier auf dem Camping Mar Azul noch einen freien Platz zu bekommen, weil viele Langzeitcamper inzwischen schon abgereist sind. Eins darf man nicht vergessen, in wenigen Tagen ist Ostern, das ist ein großes Fest in Spanien und dann sind die Campingplätze fast alle voll. Wenn man jetzt über den Platz geht, dann sieht man, dass der Platz vielleicht zu 60% noch belegt ist, vielleicht etwas mehr. Es sind inzwischen auch viele Durchreisende da. In den Sommermonaten wandelt sich das hier alles ein bisschen und dann sind auch viele spanische Camper da. Die kommen jetzt schon und bauen schon ihre Zelte, Wohnwagen und Zelte auf. Wir waren ja nur einige Tage hier noch auf dem Campingplatz Mar Azul, haben nochmal gut gegessen im Restaurant und haben uns dann verabschiedet von der Crew des Campingplatzes. Ja. Ja. Guillermo, Chefkoch, Pablo, Rezeption-Chef. Public Relations. Chefkoch. Ja. Okay. Danke. Hugo, komm. Komm, sagst du was auf Deutsch? Wir haben unseren neuen Mitarbeiter, Hugo. Ganz junger Mann, aber er spricht Deutsch besser als Hartmut Konrad. Ja. Hallo, stell dich kurz mal vor. Ich bin Hugo, bin 18 Jahre alt und ja, bin der neue Mitarbeiter hier. Und warum sprichst du so gut Deutsch? Ich habe 9 Jahre lang in Deutschland gelebt und Ja. ja, Studiert? heute gelernt, Ja. studiert. Ja, Genau. okay. Dankeschön. Hartmut, hier ist die Chefin. Ah ja, die ist ja auch immer Ja, auf. Chefin. Sehr wichtig. Alleine auf dem Boden. Alles gut. Buenos días. Buenos días. Wir werden dort immer herzlich empfangen auf dem Mar Azul und auch herzlich und freundlich verabschiedet. Auch im nächsten Winter werden wir wieder einige Zeit auf diesem Campingplatz verbringen. Wir haben jetzt inzwischen den 5. April und unsere Reise geht weiter und zwar in Richtung Mazarrón und dort in der Nähe gibt es einen Stellplatz, den haben wir auch schon häufiger genutzt.
der heißt Villa Brisa und den wollen wir für einige Tage bzw. über Ostern nutzen. Dort in der Nähe ist die Schlangenbucht oder die sogenannte Schlangenbucht. Dort wollen wir mal hinschauen und dann wird dort in der Nähe auch noch ein großer Campingplatz gebaut. Auch das wollen wir uns mal ansehen. Wir haben etwa 260 Kilometer, wollen aber noch einen kleinen Abstecher machen, nicht übernachten, nur was ansehen, und zwar in Reta Mar. Dort soll es große Parkflächen geben, wo auch Wohnmobile stehen können. Das haben mir andere Camper erzählt. Reta Mar ist nicht sehr weit entfernt von Almeria, die Stadt kennen ja vielleicht einige, und wir fahren über die A7 und müssen dann einige Kilometer von der Autobahn abfahren und kommen jetzt an auf dem großen Parkplatz. Man findet solche Plätze häufiger bei Park for Night. Hier steht kein Schild, dass Wohnmobile hier nicht stehen dürfen. Allerdings ist es auch kein offizieller Stellplatz für Wohnmobile. Man erkennt diese großen Parkflächen gut bei Google Maps in der Satellitenansicht und es gibt in diesem Ort noch mehrere solcher großer Parkflächen. Als wir dort ankamen, standen schon einige Mobile dort. Für uns war klar, dass wir hier nicht übernachten, sondern wie gesagt nur Pause machen wollten und mal schauen, wie es hier so ist. Der Strand, der ist nur wenige 100 Meter entfernt. Auch dort sieht man aus der Ferne Wohnmobile stehen. An diesem Tag wehte ein starker Wind, deshalb haben wir uns dort nicht lange aufgehalten und sind auch nicht an den Strand gegangen, sondern unsere Fahrt ging nach einer halben Stunde schon weiter. Wir schauen uns solche Plätze wie diese immer mal wieder gerne an, nicht weil wir dort unbedingt stehen wollen, aber wir wollen uns gerne mal selber einen Eindruck davon verschaffen, wie es dort aussieht. In den Nachmittagsstunden kommen wir dann beim Stellplatz Villa Brisa an. Wir werden freundlich begrüßt von der Inhaberin Brigitte. Und ja, der Platz ist groß und viel Platz. Auch wer hier mit Anhänger kommt, kann hier gut stehen. Für uns ist dieser Platz in Ordnung. Es ist ein einfacher Platz, viel Fläche, aber alles da, was man braucht. Der Platz ist etwa 2,5 bis 3 Kilometer vom Meer entfernt. Und bis zur Schlangen- oder Palmenbucht sind es ca. 7-8 Kilometer. Da es in den letzten Wochen viel über die Schlangenbucht geschrieben und gesprochen wurde, es wurde auch von Schließung gesprochen und auch geschrieben, haben wir uns entschieden, das uns selber nochmal anzuschauen, wie es dort aktuell ist. Ja. Es handelt sich ja um einen kostenpflichtigen Stellplatz mit End- und Versorgung, aber es gibt keinen Strom. Der Platz, der liegt fast direkt am Meer und liegt auch in einer schönen Bucht. Es soll für diesen Stellplatz keine Genehmigung geben und er soll geschlossen werden. Davon sieht man im Moment noch nicht so recht was. Hier stehen aktuell Anfang April 2023 mehr als 100 Wohnmobile. Es gibt hier eine tolle Badebucht, die haben wir auch immer gern genutzt. Das sind ca. 10 Jahre her. Da sind wir aber immer von einem anderen Stellplatz hier mit dem Fahrrad hergefahren. Da standen hier noch keine Wohnmobile. Inzwischen gibt es hier auch einen Verkaufswagen, da kann man Getränke bekommen oder auch Snacks oder natürlich auch ein leckeres Bier. Das haben wir dort genossen. Viele Camper lieben ja diesen Stellplatz. Da müssen wir jetzt ja mal abwarten, was passiert, ob man im nächsten Winter diesen Platz dann noch nutzen kann. Das ist uns schon häufiger hier passiert. Man trifft hier schon mal den Schäfer mit seiner Herde. Da muss man mal einen kleinen Moment warten, bis die Tiere die Straße gekreuzt haben. Auch hier wird viel Gemüse unter Folie angebaut, aber man ist gerade dabei umzustellen auf besondere Obstarten, die jetzt hier angebaut werden. Vielleicht nochmal zur Orientierung, wo sind wir? Wir sind südwestlich von Murcia, Nähe von Cartagena oder Lorca. Wir fahren jetzt mit dem Fahrrad in Richtung Puntes de Canegre und dort ist ein großer Campingplatz im Bau. Wir waren schon im Dezember hier und haben uns das angeschaut. Seitdem ist nicht sehr viel passiert. Etwas ist gemacht worden, aber wenn es in dem Tempo weitergeht, dann wird er nicht zur nächsten Saison fertig sein, der Platz. Aber gut, das sind reine Spekulationen von mir. Genaues weiß ich natürlich auch nicht.
Durch den kleinen Ort Puntes de Carnegre ging es dann für uns mit dem Fahrrad wieder zurück zum Stellplatz Villa Brisa. Dort haben wir dann ganz ruhig die Ostertage verbracht. Einen Ostermontag gibt es dort allerdings nicht, sodass wir am Ostermontag schon dann weiter Richtung Heimat gefahren sind. Im zweiten Teil von unserer Rückreise werden wir dann Deutschland erreichen. In dem Video werde ich dann zeigen, welche Stellplätze wir genutzt haben und wie wir gefahren sind. Ich sage hier erstmal Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.